Russland gilt als großer Verlierer in dieser ganzen Situation, unter anderem wegen der russischen Militärbasen in Syrien. Was wird damit jetzt passieren und auch mit den Schiffen vor der Küste? Wie wird sich das allgemein jetzt auf Russland auswirken? Also bisher scheint noch nicht abschließend klar zu sein, was mit diesen Stützpunkten passiert. Heute Morgen war ich noch fest der Überzeugung, dass die Russen diese beiden Stützpunkte nicht halten können. Jetzt bekommen wir Nachrichten aus Russland, auch vom Sprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, dass die neue Führung in Syrien das entscheiden muss. Und ich kann mir vorstellen, dass hinter den Kulissen verhandelt wird, weil Wladimir Putin geht es nicht um Assad. Wladimir Putin geht es auch nicht um Al-Jolani, sondern ihm geht es um diese strategische Bedeutung dieser beiden Stützpunkte in Syrien, im Nahen Osten. Der eine Grund, warum Putin das will, Luftwaffe wie Flotte, weil er dann zu einem wichtigen Akteur wird im Nahen Osten. Und der Grund 2 ist, weil das wichtig ist für das Afrika-Engagement der Russen. Das heißt Drehkreuz, Umschlagplatz. Und ich habe so das Gefühl, dass es den Russen reichlich egal ist, wer da wirklich an der Macht ist in Syrien. Hauptsache, sie können ihre beiden Stützpunkte behalten. Diesen Eindruck bekomme ich anhand der Nachrichten, die ich jetzt lese, aus Russland, auch von einem wichtigen Militärexperten, Boris Rogin, der sagt, wir müssen zugucken, diese Flotten- und Luftwaffenstützpunkte zu halten. Aus dem Grund heraus, weil es kaum Alternativen gibt. Die Russen könnten versuchen, in Libyen was zu werden, aber die russischen Transportflugzeuge, die großen, schaffen es nicht bis nach Libyen, wenn sie vollgeladen sind, ohne Zwischentanken. Und Zwischentanken würde nirgendwo gehen. Also Syrien ist ideal, dann könnte man auch noch den Sudan ins Visier nehmen. Da gibt es die Stadt Port Sudan, aber auch das ist äußerst schwierig wegen der politischen Lage dort. Und deswegen habe ich das Gefühl jetzt, dass die Russen hinter den Kulissen verhandeln. Heute Morgen sah das noch ganz anders aus. Es entwickelt sich also die ganze Zeit die Situation weiter. Ich danke dir für deine Einschätzung, Christoph Wanner aus Kiew.